Hallo meine lieben Nähfreunde, heute wird es mal ein bisschen staubig. Ich zeige euch was ganz Peinliches, nämlich wie meine Overlock aktuell aussieht und wir machen die heute mal gemeinsam sauber und ich zeige euch mal ein paar Tipps und Tricks, was ihr da am besten benutzt, denn Maschinenpflege ist wichtig. Meine Overlock-Maschine ist heiß gelaufen. Ich habe ganz viel genäht, zum Beispiel aus Überraschungsboxen. Da benutze ich die wirklich richtig viel. Jetzt ist es aber Zeit, dass ich meine Overlock mal wieder pflege. Also sauber mache, die Nadeln wechsle und sie öle. Da zeige ich euch mal, wie das funktioniert. Das ist nämlich unglaublich wichtig. Wusstet ihr zum Beispiel, dass ihr eure Garantie verlieren könnt, wenn ihr eure Overlock nicht richtig pflegt? Wichtig ist, dass ihr auf jeden Fall bei eurer Overlock-Maschine mal in die Gebrauchsanweisung guckt. Da findet ihr erstens, wie ihr die zu reinigen habt, auch in welchen Zyklen ihr die zu reinigen habt und warum das so wichtig ist. Nämlich, dass es dadurch zu Problemen in eurer Maschine kommen kann. Und da ich ja hier dieses tolle Baby von Bernina habe, ich liebe übrigens meine Overlock-Maschine, das ist eine Kaufempfehlung, werde ich die heute mal so richtig pflegen. Die hat heute mal ein Beauty-Programm verdient. Einen Hinweis möchte ich vorweg geben. Eine Reinigung der Overlock-Maschine ersetzt keine Wartung. Also, wenn ihr eure Maschine jeden Tag nutzt, solltet ihr alle 2 Jahre einen Wartungstermin vereinbaren. Ich möchte euch einmal zeigen, wie meine Overlock aussieht, nachdem ich so eine Überraschungsbox vernäht habe und viele Projekte durchgesetzt habe. Ihr seht schon, es gibt unglaublich viel Staub. Das ist Stoffstaub, es sind aber auch Fadenreste zu sehen. Wenn ihr mal ganz genau unten schaut, dann seht ihr auch, dass immer alles unten in der Maschine landet. Wenn ihr dann mal am Handrad dreht, seht ihr genau, welche beweglichen Teile in eurer Maschine wichtig sind. Als erstes würde ich immer empfehlen, in die Bedienanleitung zu schauen und genau zu schauen, welche Stellen geölt werden müssen und wo gereinigt werden soll. Hier entnehmt ihr auch die Hinweise, wie ihr zum Beispiel das Messer wechseln könnt. Dann ist wichtig, dass ihr zum Beispiel mal in das Zubehörpaket schaut. Bei mir ist Overlocköl dabei gewesen. Es ist aber wichtig, dass ihr so ein Nähmaschinenöl dafür auf jeden Fall nutzt. Dazu kommen zum Beispiel noch kleine Zangen, dann ein Tool, mit dem man die Nadeln auswechseln kann oder eben die Stichplatte öffnen kann. Schaut mal, was alles dabei war. Dann möchte ich meiner Maschine etwas Gutes tun und setze Overlock-Nadeln von Priem ein. Da könnt ihr aber natürlich jede Marke nutzen. Bei meiner Maschine waren auch welche dabei. Dann empfehle ich euch diese ganz normalen Schulpinsel. Die lassen sich für die Reinigung wirklich viel besser benutzen als so ein Zubehörpinsel. Der ist immer sehr starr, diese Borsten sind sehr starr und ich finde diese Schulpinsel, die etwas weicher sind, dafür besser geeignet. Und dann nutze ich immer noch diese Aufsätze für den Staubsauger. Den Link dazu werde ich euch in die Infobox setzen. Schaut mal, wie groß und üppig dieses Zubehörset ist. Ihr könnt damit um die Ecke saugen. Ihr habt einen flexiblen Schlauch. Dann habt ihr hier wirklich ganz kleine Düsen. Da kommt ihr in die kleinsten Ecken rein. Ihr könnt aber jederzeit einstellen, wie doll gesaugt wird. Und diesen Pinsel, den benutze ich besonders gerne. Dabei empfiehlt es sich, die Saugkraft weit runterzustellen. Ihr wollt ja auch nur kleine Fussel einsaugen, da reicht eine ganz geringe Saugkraft. Dann könnt ihr auch nichts kaputt machen oder beschädigen. Dieser flexible Schlauch ist dabei auch wirklich toll. Also ich kann das nur empfehlen, wenn ihr kleinere Mechaniken reinigen wollt oder mal in irgendwelche dunklen Ecken. Dann ist es wichtig, dass ihr jetzt eure Overlock-Konen einmal abmacht, denn Fäden brauchen wir beim Reinigen nicht. Zum Entfernen der Reste der Fadenraupe empfiehlt es sich, das Nähfüßchen einmal anzuheben. Dann dreht ihr einmal am Handrad vor und zurück und schon könnt ihr alles rausziehen. Als nächstes entfernt ihr das Nähfüßchen und könnt das einmal mit dem Pinsel abpinseln. Seht ihr die Reste, die da rauskommen, obwohl der eigentlich gar nicht so schmutzig ist. Trotzdem sammelt sich dort immer Staub. Also pinselt den einmal schön ordentlich ab. Setzt die Fadenspannung auf 0 oder in meinem Fall auf 1, so gering wie möglich, denn wir wollen jetzt die Spannungsscheiben reinigen. Nehmt dafür am besten ein Brillenputztuch und faltet es im Bruch.
Dann wird es zwischen die Spannungsscheiben geführt und mit einer Auf- und Abbewegung wird dann die Scheibe gereinigt. Jetzt könnt ihr noch nicht die Reste sehen, aber bei den nächsten Scheiben kann man schon sehr gut sehen, was sich dort angesammelt hat. Wenn ich jetzt das Tuch einmal auseinander nehme, dann könnt ihr das richtig gut erkennen. Schaut mal, was da zwischen diesen Scheiben war. Und das ist nur von Fäden. Deswegen ist es wirklich wichtig, dass ihr diese Reinigung erst einmal vorab macht. Sollte immer noch Schmutz drin sein, obwohl ihr schon mehrfach lang gefahren seid, dann könnt ihr Glasreiniger benutzen und das nochmal auf das Brillenputztuch sprühen, bevor ihr es durchzieht. Schaut mal, wie schmutzig mein Brillenputztuch geworden ist. Der obere Teil der Maschine ist geschafft. Jetzt bauen wir unten einmal alles auseinander. Also Auffangbehälter werden entfernt. Mein Nahtzugabe-Lineal entferne ich. Dann könnt ihr alle Klappen einmal öffnen. Oh Gott, unter diesem Lineal sieht es ja furchtbar aus. Das ist eine Nahaufnahme, für die ich mich ein bisschen schäme. Ja, also so sieht das aus, wenn Stoffstaub sich in einer Maschine absetzt. Jetzt öffnen wir alle Klappen. Ich zeige euch mal, was ich dabei entdeckt habe. Und zwar habe ich hier ein Nadelkissen. Das habe ich in der Bedienanleitung das erste Mal gelesen. Wirklich spannend, das werden wir gleich mal benutzen. Also jetzt entferne ich mal die Maschinennadeln. Dafür habe ich ein Werkzeug beiliegen gehabt und kann diese Nadeln, die auch wirklich zugesetzt sind, erstmal in dieses Nadelkissen stecken, wenn ihr die wieder einsetzen wollt. Übrigens ist bei mir so ein Gerät dabei, vielleicht habt ihr das auch schon mal gesehen, damit kann man die Nadeln einsetzen, das wollen wir nachher gleich mal benutzen. Jetzt gibt es nochmal einen Blick in die Maschine, also ich kann euch nur raten, schaut euch eure Maschine an, seht mal, wie schmutzig auch mein Messer ist. Da müssen wir uns jetzt wirklich mal an die Arbeit machen. Als erstes pinsel ich immer von oben nach unten alles mit dem Pinsel ab. Zum Beispiel mein Messer reinige ich immer mit dem Pinsel, auch die Stichplatte, weil ich natürlich Sorge habe, dass ich irgendwelche Kratzer mit diesem Saugaufsatz verursachen könnte. Und jetzt wollen wir doch mal alles aussaugen, was ich dort nach unten gepinselt habe, beziehungsweise wo ich mit dem Pinsel gar nicht so gut rankomme. Ich nutze dafür immer diesen Saugaufsatz mit dem Pinselchen vorne und gehe da nochmal vorsichtig lang und sauge eigentlich nur die Fussel ab. Dabei drückt bitte nicht auf, ihr wollt keine Kratzer. Und wichtig ist, dass ihr die Saugkraft runterstellt. Dann empfiehlt es sich auch noch mal ein bisschen am Handrad zu drehen, damit ihr wirklich überall rankommt. Und schaut mal, wie schnell das geht, wenn man den Zeitraffer anmacht. Nein, in Wirklichkeit müsst ihr euch schon ein bisschen Zeit einplanen. Ne? Also, ich habe ungefähr 1 Stunde für die Reinigung gebraucht. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem man die Stichplatte entfernt. Das ist mir leider nicht möglich gewesen. Meine Schraube war so zugekeimt, dass ich erstmal Kriechöl benutzen muss. Das hatte ich jetzt leider nicht da, deswegen kann ich euch diesen Teil leider heute nicht zeigen. Ich habe dann aber die Seitenklappe einmal geöffnet und auch in der Seite noch einmal ausgesaugt. Das Gute an dieser Staubsaugervorrichtung ist, dass man auch unter der Stichplatte rankommt durch diesen kleinen Knick, den man da im Schlauch hat. Jetzt wird geschmiert und geölt. Wenn ihr einmal am Handrad dreht, seht ihr, welche Teile beweglich sind und wo das Metall aneinander liegt. Ihr könnt genau diese Stellen einmal mit dem Maschinenöl ölen. Wie gesagt, achtet darauf, dass ihr euch da ein gutes Öl holt. Und wenn ihr unsicher seid, schaut unbedingt, wie ich im Hintergrund, nochmal in die Bedienanleitung eurer Overlock-Maschine. Damit habe ich jetzt den zweiten Punkt gefunden, der geölt werden muss. Dreht danach am besten mal das Handrad, damit sich das Öl schön verteilt und verschmiert wird. Hier gibt es noch einen dritten Punkt, den ich ölen muss. Der sitzt eher unter der Stichplatte. Und jetzt kommen die neuen Nadeln. Eine habe ich schon befestigt. Ich nehme jetzt hier extra Overlock-Nadeln und nehme mal dieses tolle Tool, mit dem man einmal einfädeln kann, aber eben auch Nadeln anbringen kann. Und zwar steckt man die dann oben durch diese Öffnung durch. So sieht das dann aus. Und dann kann man damit die Nadel einfach einschieben. Bei mir ist jetzt die Schraube nicht locker genug, deswegen löse ich die ein kleines Stück. Kann meine Nadel einführen und schraube wieder zu. Und jetzt nehme ich diesen Nadeleinfädler einfach nach unten weg. Meine Maschine ist damit komplett fertig und sauber.
Bei manchen Maschinen könnt ihr hier oben auch noch aufschrauben und die Nadelstange und die Nähfußstange ölen. Das ist bei anderen Nähmaschinen der Fall. Ich verlinke euch mal ein Beispiel unten in der Infobox. Ich würde euch trotzdem empfehlen, das lieber von der Wartung machen zu lassen. So eine Wartung könnt ihr bei einem Nähmaschinenprofi oder bei eurem Händler in Anspruch nehmen. Auch bei Online-Händlern ist das möglich. Bei mir ist das zum Beispiel Nähwelt Flach. Die haben sogar eine Reparaturwerkstatt. Auch den Link schicke ich euch unten rein. Meine Overlock ist jetzt wieder richtig sauber und ich habe mich an die Garantiebedingungen gehalten. Immerhin habe ich hier ja auch eine längere Garantie, die es einzuhalten gilt. Ich hoffe, dass dieses Video euch geholfen hat, euch vielleicht auch mal motiviert, mal wieder so eine Routine zu nutzen und mal wieder die Overlock so richtig sauber zu kriegen. Ich hoffe, ihr lasst mir ein Abo da und ich freue mich schon, euch beim nächsten Mal wieder zu sehen. Macht's gut!